Auch noch Jahre nach deiner Auswanderung kann das deutsche Finanzamt von dir Informationen anfordern, zum Teil auch zu den Einkünften, die du jetzt im Ausland erzielst. Stichwort die sogenannten erweiterten Mitwirkungspflichten. Was es damit auf sich hat, das wollen wir uns einmal in diesem Video ganz genau anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern und Plan B auseinandersetzt, dann können wir dich natürlich dabei umfassend unterstützen. Aber wir bieten auch sehr viele interessante Veranstaltungen und Reisen in verschiedene Länder und Veranstaltungen zu verschiedenen Themen an. Alle Infos dazu auf unserer Webseite perspektiveausland.com. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald bei einer unserer Reisen oder Veranstaltungen persönlich kennenlernen zu können. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst oder bereits ausgewandert bist, dann fragst du dich vielleicht, wie lange kann eigentlich das Finanzamt mich nach meiner Auswanderung noch behelligen? Also nehmen wir einmal an, du hast dich korrekt abgemeldet. Nehmen wir einmal an, du hast in Deutschland die letzte Steuererklärung als unbeschränkt Steuerpflichtiger eingereicht. Du hast alle ausstehenden Steuern bezahlt. Wie lange kann eigentlich das Finanzamt dich jetzt noch kontaktieren und dich nach Informationen fragen? Und zwar nicht nur zu Informationen hinsichtlich deiner steuerlichen Angelegenheiten, während du noch in Deutschland gewohnt hast. Also man kennt das ja, möglicherweise hast du zum Beispiel noch eine Betriebsprüfung laufen und die Betriebsprüfung ist zum Zeitpunkt der Auswanderung noch nicht abgeschlossen. Dann ist es ja klar, dass du erwarten wirst, dass du diesbezüglich mit dem Finanzamt noch weiterhin in Kontakt sein wirst, auch wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst, nicht mehr in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist. Aber das meine ich gar nicht, sondern ich meine, dass das Finanzamt tatsächlich dich auch noch dazu befragen kann, wo du lebst, was du verdienst, was du für Einkünfte hast, und zwar nicht nur deutsche Einkünfte, sondern eben auch ausländische Einkünfte. Und warum ist das so? Nun, man spricht hier von den sogenannten erweiterten Mitwirkungspflichten bei Auslandssachverhalten und diese sind im Paragraphen 90 der Abgabenordnung definiert. Schauen wir uns das doch eben mal an. Hier haben wir diesen ominösen Paragraphen. Ich gehe gleich zu Absatz 2. Ist ein Sachverhalt zu ermitteln und steuerrechtlich zu beurteilen, der sich auf Vorgänge außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes bezieht, also alles, was mit dem Ausland zu tun hat, so haben die Beteiligten diesen Sachverhalt aufzuklären und die erforderlichen Beweismittel zu beschaffen. Sie haben dabei alle für sie bestehenden rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Ein Beteiligter kann sich nicht darauf berufen, dass er Sachverhalte nicht aufklären oder Beweismittel nicht beschaffen kann, wenn er sich nach Lage des Falls bei der Gestaltung seiner Verhältnisse die Möglichkeit dazu hätte beschaffen oder einräumen lassen können. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das überhaupt sein? Ich meine, wenn ich aus Deutschland weggezogen bin, wenn ich keinen Wohnsitz mehr in Deutschland habe und auch Deutschland nicht der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist, dann habe ich ja tatsächlich in Deutschland nur noch die beschränkte Steuerpflicht, die ich beachten muss. Wenn ich zum Beispiel in Deutschland Immobilienvermögen habe und ich erziele Mieteinnahmen, dann muss ich natürlich diese Einkünfte in Deutschland weiterhin versteuern. Aber das hat ja dann nichts mit meinen ausländischen Einkünften zu tun. Wie kann es also sein, dass mich das Finanzamt dann auch noch zum Beispiel zu meinen ausländischen Einkünften befragen kann? Und natürlich geht es nicht um die ausländischen Einkünfte, sondern eben generell um ausländische Sachverhalte. Wie kann es also sein, dass du vom Finanzamt einen Brief bekommst und auf diesem Brief dann genau auf diese erweiterten Mitwirkungspflichten gemäß Paragraphen 90 der Abgabenordnung hingewiesen wird? Übrigens immer am Ende dieser Briefe. Nun, hier gibt es verschiedene Berührungspunkte. Also zum einen könnte das Finanzamt vermuten, dass du noch einen Wohnsitz in Deutschland hast oder dass du aus einem anderen Grund in Deutschland weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig bist, zum Beispiel, weil du dort deinen gewöhnlichen Aufenthalt hast. Bestes Beispiel ja, wenn du nicht der Jüngste bist, dann wirst du dich vielleicht daran erinnern, Boris Becker. Er hat angegeben, er wohnt in Monaco. In Wirklichkeit hatte er ein Zimmer bei seiner Schwester in München, eine einfache Unterkunft, eine Dachwohnung, und er hat sich dort in Deutschland mehrheitlich aufgehalten. Also vermutet das Finanzamt, dass er tatsächlich in Deutschland weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig ist und kann dann natürlich von ihm verlangen, das Gegenteil zu beweisen. Also zeige uns, dass du nicht in Deutschland warst, zeige uns, dass du nicht
bei deiner Schwester eine Unterkunft hast, zeige uns, dass du dich nicht in Deutschland aufgehalten hast. Und als sich dann der Verdacht erhärtet, dass er tatsächlich in Deutschland einen Wohnsitz hatte, tatsächlich in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war, natürlich müssen dann die gesamten weltweiten Einkünfte offengelegt werden, denn sie sind ja dann wiederum in Deutschland steuerpflichtig. Man unterliegt dann eben der unbeschränkten Steuerpflicht und nicht der beschränkten Steuerpflicht. Ein weiterer Grund, warum du möglicherweise Einkünfte aus dem Ausland dem Finanzamt melden musst, ist die Steuererklärung im Wegzugsjahr. Du bist zwar ab dem Zeitpunkt, wo es in Deutschland keinen Wohnsitz mehr gibt und wo du in Deutschland nicht mehr den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes hast, auch nicht mehr in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, wirst aber im Wegzugsjahr als in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig veranlagt. Das heißt, du musst dem Finanzamt für das gesamte Wegzugsjahr deine gesamten ausländischen Einkünfte offenlegen. Diese werden zwar dann in Deutschland nicht besteuert, aber sie werden dafür verwendet, den Steuersatz zu bestimmen, mit dem deine in Deutschland zu versteuernden Einkünfte zu besteuern sind. Ein Beispiel. Nehmen wir einmal an, du ziehst Mitte des Jahres aus Deutschland weg. Nehmen wir einmal an, bis Mitte des Jahres hattest du Einkünfte in Höhe von 50.000 Euro. Diese Einkünfte musst du natürlich in Deutschland versteuern. Damit jetzt genau bestimmt werden kann, welche Steuern du spezifisch auf diese 50.000 Euro bezahlen musst, wird aber nicht nur dein deutsches Einkommen hier berücksichtigt, sondern eben deine gesamten weltweiten Einkünfte. Du musst also dem Finanzamt melden, welche Einkünfte du in der zweiten Jahreshälfte hattest, damit dann bestimmt werden kann, wie viel Steuern du auf die 50.000 Euro zu entrichten hast, die du erzielt hast, während du noch in Deutschland gewohnt hast. Ein dritter möglicher Grund, warum das Finanzamt möglicherweise ganz genau wissen möchte, was du im Ausland machst, hat mit deinen Tätigkeiten in Deutschland zu tun, also auf deutschem Boden, nachdem du weggezogen bist. Wenn du regelmäßig in Deutschland bist, dich dort regelmäßig aufhältst für Termine oder auch um dort zu arbeiten, vielleicht als Freiberufler, vielleicht weil du Geschäftsführer einer deutschen Gesellschaft bist oder auch weil du Geschäftsführer einer ausländischen Gesellschaft bist, dann hat das möglicherweise steuerliche Konsequenzen in Deutschland, selbst wenn du nicht in Deutschland wohnst. Je nach Abkommensstatus deines Wohnsitzlandes musst du dann zum Beispiel Steuern in Deutschland bezahlen für die Einkünfte, die du in Deutschland erzielt hast. Also nehmen wir einmal an, du hast eine Gesellschaft in Dubai, du bist Geschäftsführer dieser Gesellschaft in Dubai. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es ja kein Doppelsteuerungsabkommen. Diese Gesellschaft zahlt dir monatlich ein Gehalt aus von 10.000 Euro. Dann hältst du dich in Deutschland auf. Vielleicht, weil du Familie besuchen willst, vielleicht, weil dir der Sommer in Dubai zu heiß ist. Dann arbeitest du in Deutschland ganz normal für deine Firma in Dubai weiter. Dann ist aber das, was du in dieser Zeit verdienst, wenn du in Deutschland bist, tatsächlich in Deutschland zu versteuern. Das fällt nämlich dort unter die beschränkte Steuerpflicht. Ganz ähnlich ist es natürlich auch mit Einkünften als Freiberufler. Oder wenn es ganz dumm läuft, dann hat möglicherweise sogar deine Firma aus Dubai in Deutschland eine Betriebsstätte. Dann müssten sogar möglicherweise die Gewinne der Firma aus Dubai in Deutschland zu versteuern sein, wenn man davon ausgehen kann, dass die Gesellschaft in Deutschland eine feste Einrichtung hat. Also das waren jetzt 3 Beispiele, wo es eben immer wieder dazu kommt, dass dich das Finanzamt genau zu den Auslandssachverhalten fragt und wo du dann eben auch Auskunft geben musst. Ein 4. Beispiel ist die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Wenn du deutscher Staatsbürger bist und in ein Niedrigsteuerland umziehst, aber noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast, Beteiligungen, Bankkonten, Immobilien, dann bist du möglicherweise auf bestimmte deutsche Einkünfte weiterhin in Deutschland steuerpflichtig, die sonst nicht in Deutschland zu versteuern wären, zum Beispiel deutsche Kapitalerträge. Das hat also noch eine Nachwirkung von bis zu 10 Jahren nach deinem Wegzug und das Finanzamt kann jederzeit letztlich in diesen 10 Jahren bei dir anklopfen und sagen, weiß es mal nach, dass du nicht in einem Niedrigsteuerland wohnst und dass der Paragraph 2 des Außensteuergesetzes nicht auf dich zutrifft, insbesondere dann eben, wenn du noch deutsche Einkünfte hast. Wie läuft also sowas jetzt konkret ab, fragst du dich vielleicht. Und da möchte ich dir von 4 ganz konkreten Beispielen aus unserer Beratungspraxis erzählen. Mandanten, denen genau eben das passiert ist, die dann aufgefordert wurden, hier im Detail sich zu ihren Auslandssachverhalten zu äußern und natürlich auch entsprechende Unterlagen einzureichen, immer mit dem Hinweis auf die erweiterten Mitwirkungspflichten nach § 90 der Abgabenordnung. Du wirst sehen, dass es bei allen 4 Parallelen gibt, dass die alle etwas gemeinsam haben und wir werden danach kurz analysieren, was das ist. Da zeichnet sich dann im Grunde genommen auch die Lösung ab, wie du eben vermeiden kannst, dass du hier vom Finanzamt nach dem Wegzug weiterhin behelligt wirst,
auch wenn es realistischerweise wahrscheinlich nicht immer möglich sein wird. Erstes Beispiel ist ein Mandant, der Deutschland schon vor über 15 Jahren verlassen hatte. 15 Jahre, musst du dir mal vorstellen. Aber Problem bei ihm, er hatte eben noch eine Immobilie in Deutschland, die nicht vermietet war. Er hat diese Immobilie tatsächlich nur zweimal im Jahr benutzt und das jedes Jahr, nämlich einmal in den Sommerferien und einmal in den Weihnachtsferien. Dem Finanzamt war das eigentlich auch komplett egal, aber nach 15 Jahren hat man ihn kontaktiert und hat ihm gesagt, so, wir vermuten jetzt, dass Sie noch einen Wohnsitz in Deutschland haben, und zwar, dass Sie einen Wohnsitz hatten die ganzen letzten 15 Jahre. Lassen wir mal das Thema Verjährung jetzt kurz außen vor, weil das macht es jetzt nur kompliziert. Aber Sie haben ja einen Wohnsitz in Deutschland, Sie sind in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Natürlich akzeptieren wir, dass Sie in einem anderen Land wohnen. Dieses Land hat auch ein Doppelsteuerabkommen mit Deutschland. Also, das heißt, darauf können Sie sich dann schon berufen. Das hat dann schon eine gewisse Schutzwirkung. Aber jetzt wollen wir mal ganz genau wissen, was da eigentlich so passiert ist bei Ihnen in den letzten 15 Jahren. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das ja zum Teil dramatische Konsequenzen hat. Gerade wenn wir an Themen denken wie Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer, möglicherweise Wegzugsteuer, dann ist die Familie von einem Abkommensland auch noch in ein Nicht-Abkommensland umgezogen. Und im Grunde genommen bedeutet ja die Tatsache, dass man einen Wohnsitz in Deutschland hat, nicht unbedingt, dass man Steuern in Deutschland bezahlen muss. Das kann möglicherweise durch ein Abkommen eliminiert werden, aber doch zumindest hat man Erklärungspflichten und das kann schon sehr weitreichende Konsequenzen haben. Zweites Beispiel war ein Mandant, der nach Irland umgezogen war. Er hat eine Holdinggesellschaft auf Malta gegründet und hat dann seine deutschen Unternehmen an diese maltesische Gesellschaft verkauft. Zu einem fairen Preis, aber zu einem sehr günstigen Preis. Und nachdem er dann 4-5 Jahre in Irland gewohnt hat, hat ihn das deutsche Finanzamt angeschrieben und gesagt, wir wollen uns das jetzt alles mit dem Wegzug noch einmal ganz genau anschauen, wie das hier ganz genau bei Ihnen abgelaufen ist. So, bei ihm war jetzt auch noch die Tatsache, dass er relativ viel Zeit in Deutschland verbracht hat, nämlich jeweils über 120 Tage im Jahr. Dann werden kurze Abwesenheiten nicht gezählt. Da haben sich also Fragen gegeben, ob die Übertragung der Gesellschaften damals zu einem korrekten Preis abgelaufen ist. Stichwort Wegzugsteuer. Dann ging es um den Ort der Geschäftsleitung, um den Ort der Betriebsstätte und eben auch um die Frage, ob sich derjenige aufgrund seines gewöhnlichen Aufenthaltes tatsächlich dann in Deutschland zu viel aufgehalten hat und dort möglicherweise die unbeschränkte Steuerpflicht ausgelöst hat. Drittes Beispiel ist ein Mandant, der nach UK umgezogen war. Er war in Deutschland an vermögensverwaltenden GmbH und Co. KGs beteiligt, hat deswegen auch weiterhin in Deutschland eine Steuererklärung einreichen müssen. Diese GmbH und Co. KGs haben ihm Kapitalerträge ausgeschüttet, weil die eben vermögensverwaltend waren. Diese waren dann gemäß dem Doppelsteuerabkommen nicht in Deutschland steuerpflichtig, sondern eben in UK. Nach 8 Jahren hat ihn das Finanzamt angeschrieben und ihn darauf hingewiesen, dass er ja möglicherweise unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht fällt. Denn mit UK gibt es zwar ein Doppelsteuerabkommen natürlich, aber eine Rückfallklausel. Wenn er also dort den Non-Dom-Status nutzt, dann muss er auf die Einkünfte in Deutschland, die er aus den GmbH und Co. KGs erzielt, also diese Kapitalerträge, meine ich jetzt, Steuern bezahlen. Er hat in Deutschland weiterhin eine Gesellschaft gehabt. Diese Gesellschaft war Tochter seiner maltesischen Holdinggesellschaft. Und hier hat ihn das Finanzamt nach 9 Jahren kontaktiert und da nochmal ein Fass aufgemacht. Nicht nur hinsichtlich seines Wegzuges, sondern eben auch zu Aufenthalten in Deutschland, zu der Höhe der Steuern, die die deutsche Gesellschaft bezahlt, zu Abrechnungen zwischen der Holdinggesellschaft und der Tochtergesellschaft. All diese Fälle sind unterschiedlich ausgegangen. In einem Fall hat der Mandant einen der großen Steuerberatungskanzleien in Deutschland kontaktiert, hat dann insgesamt Honorare bezahlt von über 100.000 Euro, damit das Ganze aus der Welt geschafft wurde. In anderen Fällen musste dann tatsächlich die Steuer bezahlt werden. Tatsächlich ist der ein oder andere Fall immer auch noch nicht ganz geklärt. Aber all diese Fälle hatten eins gemeinsam, nämlich das Finanzamt hat sich hier auf den Paragraphen 90 der Abgabenordnung berufen und hat letztlich die Mandanten gezwungen, nicht nur zu den deutschen Verhältnissen dann Auskünfte zu geben, sondern eben auch zu ihren internationalen Sachverhalten, die eigentlich mit der Frage der in Deutschland anfallenden Steuern gar nichts zu tun haben. So wurden zum Beispiel die Mandanten aufgefordert, ihre ausländischen Steuererklärungen beim Finanzamt in Deutschland einzureichen, um zum Beispiel zu zeigen, dass die Einkünfte im Ausland dann versteuert wurden. Ein anderer Mandant musste nachweisen, dass er sich dann auch wirklich im Ausland so viel aufgehalten hat, dass er wirklich dort einen Wohnsitz hatte, dass er dort wirklich steuerlich ansässig war. Jetzt kann man sich natürlich im Einzelfall streiten, ob diese Auskunftsgesuche rechtmäßig sind oder nicht. Und sicherlich, wenn du einen Steuerberater oder Rechtsanwalt hast, das möchte ich natürlich ganz stark in diesem Fall empfehlen, der dann mit dem Finanzamt kommuniziert, der kann das Ganze dann natürlich auch entschärfen und kann sagen, diese und jene Unterlagen reichen mir nicht ein. Also zum Beispiel,
ich wohne auf Zypern, ich habe dort eine zypriotische Gesellschaft. Da gibt es natürlich keinen Grund, warum das Finanzamt jetzt von mir wissen will, was innerhalb dieser zypriotischen Gesellschaft passiert. Das ist doch alles durch das Doppelsteuerabkommen abgedeckt. Diese Gesellschaft hat in Zypern eine Betriebsstätte. Ich lebe in Zypern und damit liegt das Besteuerungsrecht bei Zypern, hat also mit Deutschland nichts zu tun. Dennoch werden sie dich möglicherweise danach fragen. Aber was haben all diese 4 Fälle gemeinsam, von denen ich dir jetzt beschrieben habe? Nun, es sind eben alles Fälle, wo es noch Bezugspunkte nach Deutschland gibt, wo es Vermögen in Deutschland gibt, wo es Beteiligung in Deutschland gibt, wo es Immobilien in Deutschland gibt, wo es Konten in Deutschland gibt, wo derjenige sich oft in Deutschland aufgehalten hat. Und der sicherste Weg, wie du im Grunde genommen Finanzamt Anfragen entkommst, auch nach deinem Wegzug, ist, dass du möglichst wenig Bezugspunkte nach Deutschland hast, dass du dich möglichst wenig dort aufhältst, dass du keine Einkünfte aus Deutschland hast, dass du keine Beteiligungen dort hast, dass du keine deutschen Aktien hast, kein deutsches Konto, keine Immobilien und so wenig wie möglich mit Deutschland wirklich zu tun hast. Denn meine Erfahrung ist, jede Kommunikation mit dem Finanzamt, insbesondere natürlich über Steuererklärung, kann immer etwas triggern. Da kann dann ein neuer Sachbearbeiter sein, der sagt mal, naja, das schauen wir uns das doch nochmal ganz genau an. Was ist denn eigentlich hier gelaufen in den letzten Jahren? Selbst wenn du eben eine Immobilie hast in Deutschland und du zahlst darauf regelmäßig Grundsteuer, dann fragt das Finanzamt vielleicht, naja, du zahlst da Grundsteuer, aber die Immobilie ist ja nicht vermietet. Wir sehen hier keine Steuererklärung mit den Mieteinnahmen. Wie kann das sein? Ist hier möglicherweise ein Wohnsitz vorhanden? Das gibt dann genau immer Anlass, hier nochmal genau nachzuschauen, hier den Faden aufzunehmen, dann anfangen, Fragen zu stellen. Und das kann dann eben zu den hier beschriebenen nicht gewollten Konsequenzen führen. Also, das ist der eine Punkt. Vermeide Bezugspunkte nach Deutschland, Bezugspunkte, wo du dann mit dem Finanzamt möglicherweise Kommunikation hast. Der zweite Punkt ist Dokumentation. Wie du schon siehst, stelle sicher, dass du für alles Dokumentation hast, wo du dich aufgehalten hast, wie viele Tage du dich in Deutschland aufgehalten hast, wo du steuerlich ansässig bist. Drittens, dass du die Abmeldung natürlich korrekt in Deutschland machst. Mit Abmeldung meine ich jetzt nicht nur Einwohnermeldeamt, sondern alles, was damit zu tun hat, dass das mit dem Finanzamt sauber geklärt ist. Es hilft natürlich im Ausland, wenn du deinen Wohnsitz in einem Land hast, das ein Doppelsteuerungsabkommen hat, das entfaltet eine gewisse Schutzwirkung. Möglichst wenig in Deutschland sein. Besuche sind natürlich in Ordnung, aber gerade in der ersten Zeit nach der Auswanderung so wenig wie möglich. Probleme im Vorfeld zu antizipieren ist ebenfalls wichtig. Besprich das mit einem Steuerberater, mit einem Rechtsanwalt. Verlasse dich hier nicht nur auf die KI. Die KI ist zwar ziemlich gut und da kannst du sehr viel von lernen, aber die KI hat eben keine Erfahrung. Dein Steuerberater, der tagtäglich mit dem Finanzamt spricht, gerade wenn er mit solchen Auslandssachverhalten zu tun hat, ist da in einer deutlich besseren Position und weiß, wie das Finanzamt reagiert, kennt wahrscheinlich auch die Sachbearbeiter vor Ort und kann das Ganze ziemlich gut einschätzen. Es ist auch absolut zu empfehlen, im Vorfeld vom Finanzamt eine verbindliche Auskunft anzufordern, dort wo es Sinn macht. Das heißt, das Finanzamt konkret zu fragen, können Sie bestätigen, dass unter diesen und jenen Sachverhalten in Deutschland dann keine Steuerpflicht mehr besteht zum Beispiel. So, zu guter Letzt wirst du dich vielleicht fragen, warum soll ich eigentlich antworten, wenn das Finanzamt da irgendwas von mir will? Kann mir ja unter bestimmten Umständen komplett egal sein. Ich habe ja nicht mehr vor, in Deutschland zu leben. Was können die da überhaupt groß noch machen, wenn ich jetzt sowieso im Ausland bin? Also zunächst mal muss ja ganz klar sein, wenn du Vermögen in Deutschland hast, sagen wir zum Beispiel mal Immobilien, dann hast du natürlich dort ein gewisses Risiko, ebenso wie Bankkonten. Darauf kann ja das Finanzamt drauf zugreifen. Es gibt immer wieder Fälle, wo natürlich dann auch Konten direkt gepfändet werden, weil das Finanzamt irgendwelche Steuerverbindlichkeiten vermutet. Also gerade wenn du jetzt Immobilien in Deutschland hast oder auch Unternehmensbeteiligung, ist es ja nur schwer vorstellbar, wie du dich dem entziehen kannst. Wenn das Finanzamt dich kontaktiert hinsichtlich anderer Themen, anderer Sachverhalte und du hast möglicherweise tatsächlich nichts mehr in Deutschland, dann hast du recht, dann kann das Finanzamt natürlich relativ wenig konkret dann ausrichten. Aber du solltest dich halt fragen, ob das dennoch intelligent ist, jetzt hier deinen Mitwirkungspflichten nicht nachzukommen. Du hast ja möglicherweise vor, irgendwann mal wieder nach Deutschland zurückzukehren. Du willst also dort, sage ich mal, eine saubere Akte haben. Und dann gibt es natürlich immer wieder auch Fälle, wie zum Beispiel deutsche Erbschaften. Wenn du im Ausland lebst, aber in Deutschland erbst, dann musst du die Erbschaftssteuer bezahlen und musst dann vom Finanzamt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung einfordern. Erst dann kann das Erbe tatsächlich auch an dich dann übergehen. Das Finanzamt kann zwar diese Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht zurücknehmen,
zurückhalten, weil du irgendwelche alten, in Anführungszeichen, Steuerverbindlichkeiten hast. Aber auf der anderen Seite wird das Finanzamt natürlich dann darüber informiert, dass du jetzt dort ein Erbe aus Deutschland zu erwarten hast und kann diese Gelegenheit dann nutzen, um möglicherweise auf dieses Vermögen zuzugreifen, wenn du noch ausstehende Steuerverbindlichkeiten hast, beziehungsweise wenn Steuern festgesetzt werden, weil du eben nicht deinen Mitwirkungspflichten nachgekommen bist und das Finanzamt ignoriert hast. Ich will jetzt gar nicht von Extremszenarien reden, wie zum Beispiel Steuerhinterziehung, Steuerstrafverfahren und solche Dinge. Aber es ist generell eine gute Idee, dass du dich um diese Angelegenheiten in Deutschland kümmerst und diese nicht aus dem Ruder laufen lässt. Also auch hier gilt der Grundsatz, rede mit deinem Steuerberater, rede mit deinem Steueranwalt, damit du das Risiko realistisch einschätzen kannst und dann in der Lage bist, entsprechend zu reagieren. Also in diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst oder auch damit einen Plan B im Ausland zu etablieren, dann würde ich mich freuen, wenn wir dich dabei unterstützen können. Buche gerne ein Beratungsgespräch mit meinen Kollegen und mir. Details auf unserer Website, der Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir sind seit mehr als 20 Jahren damit beschäftigt, Mandanten genau bei solchen Fragestellungen zu unterstützen. Steueroptimierung im Ausland, Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Kontoeröffnungen, internationale Vermögensdiversifikation. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können und vielleicht sehen wir uns ja demnächst dann bei einem unserer Seminare oder anderen Veranstaltungen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.